Mein erstes Schnitzel habe ich beim Plachuta bei der Oper gegessen. Ewald Plachuta ist ein österreichischer Haubenkoch und er hat mehrere Lokale in Wien, die für ihre österreichische Küche bekannt sind. Zu meinem Wiener Schnitzel habe ich ganz klassisch einen Kartoffelsalat bestellt. Und Preiselbeeren gab es auch noch dazu. Das echte Wiener Schnitzel wird übrigens aus Kalbfleisch gemacht und ist sehr dünn. Und die Panade darf nicht am Fleisch festkleben und soll so lockere Blasen werfen. Nachdem ich auch eine nicht ganz leichte Vorspeise hatte, nämlich eine Gänseleber-Creme Brûlée, konnte ich das Schnitzel nicht aufessen und habe mir den Rest mit nach Hause genommen. Ich habe mir dann am nächsten Tag einfach noch eine Schnitzelsemmel gemacht. Und apropos Schnitzelsemmel, dieser typische Wiener Snack ist eine besonders günstige und praktische Art, Schnitzel zu essen. Schnitzelsemmeln kannst du dir in vielen Supermärkten an der frischen Theke kaufen oder auch bei Imbissständen. Ich habe mir meine Schnitzelsemmel aber beim Radatz schmecken lassen. Das ist ein Wiener Fleischer, der in Wien einige Filialen betreibt und wo du vor Ort gut und günstig essen kannst. Übrigens, noch mehr typische Wiener Snacks verspeise ich in meinem Video zu Wiens besten Brötchen. Ich verlinke dir das Video gleich hier. Bevor wir gleich zum bekanntesten Schnitzellokal in Wien, dem Fiegelmüller, spazieren, sehen wir uns an, wie man ein echtes Wiener Schnitzel zubereitet. Herzlich willkommen in meiner Küche. Heute gibt es Wiener Schnitzel. Ich habe mir übrigens die verschiedensten Schnitzelrezepte angesehen, unter anderem im Plachuta. Das ist ein, ja, ich würde sagen, Standard-Kochbuch in Österreich. Und das Rezept vom Plachuta bekommt ihr auch, wenn ihr dort essen wart. Da liegen nämlich so kleine Folder auf, wo das Schnitzelrezept drinnen ist. Und ich habe mir außerdem angesehen, wie es der Fiegelmüller macht und auch einige historische Schnitzelrezepte angesehen. Und das Schnitzel, das ich heute zubereite, wird sozusagen ein Best-of aus all diesen Rezepten. Das Fleisch sind Kalbschnitzel, die mir der Fleischer auch gleich hergerichtet hat. Also die Ränder eingeschnitten und das Fleisch plattiert. Plattieren bedeutet, dass sie mit einem schweren, flachen Plattiereisen flach gedrückt werden. Vom Fleischklopfer hat mir der Fleischer übrigens abgeraten, weil da auch die Fasern zerstört werden und das Fleisch Saft verliert. Zunächst wird das Fleisch gesalzen und dann in Mehl gewendet. Danach zieht man es durch die Eier. Laut Plachuta ist es wichtig, dass diese mit der Gabel geschlagen und nicht mit einem Mixer gemixt werden. Jetzt werden die Schnitzel in Semmelbröseln gewendet. Dabei sollte man die Brösel nur leicht andrücken. Danach geht das Schnitzel in ordentlich Öl baden. Hier dürft ihr wirklich nicht sparen, denn das Schnitzel muss schwimmend herausgebacken werden. In alten Rezepten wird übrigens Schmalz verwendet. Während das Schnitzel in der Pfanne brutzelt, widmen wir uns gemeinsam der Historie des Wiener Schnitzels. Viele Legenden ranken sich um die Herkunft des Wiener Schnitzels. Unter anderem, dass Feldmarschall Radetzky das Schnitzel nach Wien brachte, nachdem er es 1848/49 in Mailand kennengelernt hatte. Dort war er übrigens nicht auf Urlaub, vielmehr schlug er die Revolution in Italien nieder, denn die Bevölkerung drängte auf Unabhängigkeit vom Habsburgerreich. Es ist möglich, dass Radetzky damals ein ähnliches Gericht in Mailand gegessen hat. Dass das Schnitzel aber durch ihn nach Wien kam, ist nicht belegt. Tatsächlich war es im Wien des 19. Jahrhunderts durchaus üblich, Fleisch zu panieren. War es doch eine einfache und sinnvolle Verwertung für altes Gebäck aus teurem Weizenmehl. Die Bezeichnung Wiener Schnitzel findet sich das erste Mal im Kochbuch von Maria Anna Neudecker aus 1831. Dort übergießt sie das Schnitzel am Ende übrigens noch mit Sardellenbutter. Mein Schnitzel ist jetzt auch fertig, aber nachdem die Geschichte jetzt doch etwas länger gedauert hat, war es ein bisschen zu lange in der Pfanne und ist recht dunkel geworden. Geschmeckt hat es aber trotzdem. Nach meinem nicht so ganz geglückten Schnitzel esse ich mein nächstes Schnitzel lieber wieder in einem Restaurant. Übrigens, alle Lokale, die ich in diesem Video besuche, findest du am Blog auf meiner Website www.gretewalz.com. Als nächstes geht es zum Fiegelmüller, da treffe ich mich heute mit einer Freundin zum Mittagessen, weil da gibt es das bekannteste Schnitzel der Stadt. Der Fiegelmüller ist eine echte Wiener Institution und wurde 1905 als Weinlokal gegründet. Bis heute wird im Stammlokal in der Wollzeile übrigens nur Wein und kein Bier ausgeschenkt. Bier gibt es aber sehr wohl in den anderen Fiegelmüller-Lokalen. Die sind nur wenige Schritte weiter, wie das Lugeck oder der Fiegelmüller in der Bäckerstraße. In diesem habe ich übrigens gegessen. Und ich habe mir natürlich einen Fiegelmüller Schnitzel schmecken lassen. Das wird aus Schweinefleisch gemacht und ganz dünn geklopft. Dadurch ist es auch riesengroß und knusprig. Und als Beilage haben wir den Erdäpfel-Vogelsalat gegessen und noch Reis und Kartoffeln dazu bestellt. Das Schnitzel war wirklich super gut und als Nachspeise hätte sich jetzt noch eine Sachertorte angeboten. Welche die beste Sachertorte in Wien ist, erfährst du in diesem Video. Und ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Bis bald!